E1, Frage Nummer 4. Wohin bist du letztes Jahr in den Urlaub gefahren? Achte auf Perfect tense, remembering to choose correctly between haben und sein, strong irregular past participles, and how to give reasons in the past tense. Ideen hier. Letztes Jahr habe ich Glück gehabt, weil ich zweimal in den Urlaub gefahren bin. Zu Ostern bin ich mit meinem Bruder nach Yorkshire gefahren, um eine Woche mit meiner Großmutter zu verbringen. Sie ist sehr lieb und kocht leckeres Essen. Es gibt in Ihrer Stadt einen guten Golfplatz, wo wir fast jeden Tag gespielt haben, was prima war. Wir sind mit dem Zug dorthin gereist und das war prima, da wir alle gefahren sind. In Yorkshire sind wir auch zum Strand gegangen, weil das Wetter heiß war. Wir haben uns gesonnt und ich bin im Meer geschwommen, aber das Wasser war eiskalt und das hat mir also nicht gefallen. So, perfect tense, haben and sein, what is the difference? Here are examples. Let's see if we can spot which ones would use haben and which ones sein. So, ich bin gefahren, Ich bin gereist, ich bin gegangen, ich bin geschwommen. Or we could have used wir sind if we were talking about more than one person. And for haben, ich habe Glück gehabt, and ich habe Golf gespielt. Plus there was another one which was a reflexive verb. Wir haben uns gesonnt. We sunned ourselves, literally, or we did sunbathing. So what's the difference? Well, of course, the top ones, ich bin or wir sind, are all verbs of motion. So gefahren, gereist both mean to travel. Gegangen, to go more on foot or to a local destination. And ich bin geschwommen, I swam. There's still a verb of motion. And the others are all non-verbs of motion. So I had luck, or I played golf, or we were sunbathing. strong irregular past participles, Here we had gefahren, gegangen, geschwommen, gefallen. and those are ones you just have to learn. They almost always end in en, and they sometimes have a vowel change in them, like schwimmen, geschwommen, or gehen, gegangen, but they are irregular and you just have to learn them. Also it's worth noting, es hat mir gefallen. It's the past tense of es gefällt mir, it appeals to me, which is a very common way of saying, effectively, I like it. How to give reasons in the past tense. So this is very similar to a weil or a da clause in normally. Here are two examples. Weil ich zweimal in den Urlaub gefahren bin. Da wir alle gefahren sind. And all of those, you'll notice, have the past participle before the auxiliary verb, because the auxiliary verb has moved because of weil or da. Without weil, the first sentence would be ich bin zweimal in den Urlaub gefahren. But when weil comes in, the bin needs to go to the end. So just check those off before you hand in your answers to this question.